Das Wunderkabinett. Ich kann Wünsche erfüllen. Doch nicht alle Wünsche sollten wahr werden. Ems Mirabilis. Gruppennummer GUI1995.de. Das Wunderkabinett. Mitglieder wird momentan auf ca. 6 geschätzt. Ressourcen ca. 15.000 € pro Jahr. Anomale Fähigkeiten, anomales Fahrzeug, eine Raumanomalie, Status aktiv. Beschreibung: Diese Organisation besteht aus einer kleinen Gruppe von anomalen Individuen, welche im Besitz eines Geschäfts sind, mit dem sie Anomalien verkaufen. Die Gruppe, die unter dem Namen Das Wunderkabinett agiert, existiert frühestens seit dem 1. Mai 2000. Die Produkte sind scheinbar von Märchen oder anderen Sagen inspiriert. Aktivitäten wurden in Europa dokumentiert, größtenteils im deutschsprachigen Raum. Vermehrt kommen von anderen Zweigstellen Meldungen, dass die Gruppe vereinzelt auch außerhalb des bisherigen Gebietes aktiv wird. Die SCP Foundation versuchte durch Stürmen des einzigen bekannten Ladens an Mitglieder oder wenigstens Informationen zu kommen, was sich jedes Mal als unmöglich erwies, da der Laden nicht mehr auffindbar war. Auch über Werkstätten an Mitglieder der Gruppe zu kommen, zeigte sich als nicht machbar, da es keine Anhaltspunkte gab, wo diese sich befanden. Es wird von einem prätermemetischen 1-Effekt ausgegangen, was erklären würde, warum nur Kunden und ausgewählte Personen Zugang erhalten. Personen von besonderem Interesse. Für GUI1995.de. Ems Mirabilis, bei welcher momentan anhand der Indizien davon ausgegangen wird, dass es sich bei ihr um die Anführerin handelt, kam durch die Entdeckung von SCP-124-DE1 erstmals mit der SCP Foundation im Jahre 1995 in Kontakt. Momentan ist unklar, was ihre Ziele sind. Sie hat mehrmals indirekt und direkt mit der SCP Foundation Kontakt aufgenommen, indem sie schriftlich oder sogar telefonisch ihre Meinung zu bestimmten Themen abgegeben hat. Sie spricht offen über andere Interessengruppen und ist zum Teil nicht abgeneigt, mit diesen zu kooperieren. Weitere Personen. Während mehrerer Vorfälle gaben sich weitere 5 Personen mit anomalen Fähigkeiten oder anomaler Natur als Mitarbeiter der Interessengruppe zu erkennen. Es gibt zurzeit zu wenig Informationen, ob eine potenzielle Gefahr von ihnen ausgehen könnte. Es scheint aber, dass die Gruppe Kenntnisse über die Struktur einiger anderer GUIs besitzt, was wahrscheinlich daran liegt, dass einige Personen als ehemalige Mitglieder dieser Gruppen identifiziert wurden. Abschließende Bemerkung. Bis auf Weiteres wird GUI1995.de auf Bedrohungsstufe Carmen 2 heruntergestuft und die Verfolgung von dieser ist damit momentan nicht mehr oberste Priorität. Jeder Kontakt mit Personen, die sich als Mitglieder dieser Gruppe identifizieren, soll augenblicklich protokolliert werden. Wenn möglich, sollen die Personen festgehalten oder das entdeckte Objekt gesichert werden, damit die MTF-20 Rena ausreichend Zeit zum Eingreifen erhält. O48. Mitglieder des Wunderkabinetts. Es gibt mehrere Subjekte, die offenbar für oder mit Ems Mirabilis arbeiten. Von ihnen sind die Decknamen bekannt. Bei einigen weitere Informationen von Begegnungen mit der SCP Foundation. Bei allen bisherigen Begegnungen kamen anomale Fähigkeiten und Artefakte zum Einsatz. Ems Mirabilis, Position: Anführerin des Wunderkabinetts. Fähigkeit: Herstellung von handgefertigten Anomalien. Beschreibung: Das Einzige, das mit relativer Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass sie eine Frau ist. Sie scheint gezielt ein Mysterium um sich zu machen, um mächtiger zu wirken. Der Marionettenspieler. Position: Enger Ratgeber von Ems Mirabilis. Fähigkeit: Steuerung von Abbildungen diverser Lebewesen, zudem bei Lebewesen möglich, jedoch ist dies deutlich schwächer. Beschreibung: Es handelt sich um eine lebensgroße Puppe mit dem Aussehen eines Mannes. Sein Gesicht hat er bisher immer mit einer Maske verhüllt. Trotzdem kann er gut verständlich und fließend Französisch-Deutsch, mit schwachem französischen Akzent und teilweise in einigen anderen Sprachen. Wurde als Ex-Mitglied des Cecus Carnelianer Kollektivs identifiziert. Candice. Position: Verantwortliche für anomale Süßigkeiten. Fähigkeit: Überdurchschnittliche Körperkraft und Immunität gegen mimetische Effekte von anomalen Lebensmitteln. Beschreibung: Es handelt sich um eine große Frau, Mitte 30. gebürtige Amerikanerin mit afroamerikanischer Ethnie. Amber. Position: Scheint für den technischen Teil verantwortlich zu sein und ist die leitende Person für Produkte von Fernmechanisch. Fähigkeit: Zeigte große Kenntnis über Elektronik und Mechanik. Beschreibung: Momentan nicht vorhanden. Nils. Position: Für die Reklame verantwortlich. Fähigkeit: Körper ist extrem dehnbar, was ihm ermöglicht, seine Körpergröße zu verändern und sich durch Spalten zu quetschen.
Beschreibung: Ein kindlich aussehender Mann in einem Clownskostüm. Wurde als ein übergelaufenes Mitglied von Herman Fuller's Circus of the Disquieting erkannt. Annemarie, Position, Fluchtfahrzeug. Fähigkeit, Fähigkeiten ähnlich denen von SCP-116-DE1, ob es sich dabei um eine weitere Instanz handelt, ist im Moment unklar. Beschreibung: Ein anomaler Trabant 601S mit einem eigenen Bewusstsein und der Fähigkeit, die Farbe zu verändern. Produkte vom Wunderkabinett. SCP-124-DE. SCP-124-DE1 ähnelt einem Kapuzenmantel, wohingegen SCP-124-DE2 eher einer Ballonmütze aus dem 19. Jahrhundert gleicht. Auf der Innenseite von SCP-124-DE1 ist ein Etikett mit der Aufschrift Prototyp T1 Magistra Wunder. Die Etikette von SCP-124-DE2 weist es als Produkt der Firma Ems Mirabilis Tapferes Schneiderlein GmbH aus. Der anomale Effekt wird erst dann aktiviert, wenn SCP-124-DE1 oder SCP-124-DE2 getragen werden, was bedeutet, dass sie von einem lebenden Wesen korrekt angezogen wurden. Durch den anomalen Effekt wird der Träger danach sofort unsichtbar, mit der Kleidung, die er sie in dem Augenblick trägt. Das gleiche gilt mit Objekten, die in Taschen oder am Körper oder an der Kleidung befestigt sind. SCP-091-DE. SCP-091-DE ist eine 61 cm große Puppe, die blond gelockte Haare und blaue Augen besitzt und ein rosafarbenes Kleid trägt. Auf den Haaren trägt es ein Blumengesteck. Kopf, Hände und Füße bestehen aus Vinyl, während der Körper aus einem weichen, mit Baumwolle gefütterten Stoff besteht. Unter dem Kleid hat SCP-091-DE ein Etikett mit der Aufschrift Ems Mirabilis, Magic und Mystic Co. Sobald SCP-091-DE von einem weiblichen Kind im Alter zwischen 3 bis 12 Jahren im Schaufenster in einem Spielzeugwarengeschäft gesehen wird, führt SCP-091-DE tanzende Bewegungen aus. Jede Person, die in dem Moment direkten Blickkontakt mit SCP-091-DE hält, hört ein Lied, das laut Aussagen der hörenden Personen von SCP-091-DE gesungen wird. Das Lied handelt von einer Puppe in einem Geschäft, die von einem Mädchen gesehen wird und sie kauft. Die Sprache des Liedes ist abhängig von der Muttersprache des Kindes, welches SCP-091-DE gesehen hat. Nach Beendigung des Liedes besitzt das Kind das Verlangen, SCP-091-DE in den Händen zu halten und es zu besitzen. Bei Verweigerung des Wunsches versucht das Kind, die Eltern zu überreden, verspricht artig zu sein oder benutzt andere Methoden, um SCP-091-DE zu bekommen. Der Effekt hört nach 5 Minuten auf und das Kind vergisst SCP-091-DE. In den nachfolgenden 5 Minuten bleibt SCP-091-DE inaktiv, selbst wenn es von anderen weiblichen Kindern gesehen wird. Wenn ein Kind in Besitz von SCP-091-DE ist, spielt es mit SCP-091-DE und ignoriert dabei andere Spielzeuge, die es besitzt. Sobald das Kind aufhört mit SCP-091-DE zu spielen, ist SCP-091-DE neben einem anderen, nun zerstörten Spielzeug zu sehen. Meistens ist der Schaden eine Zerteilung oder bei elektrischen Spielzeugen ein Kurzschluss. Bei dem zerstörten Objekt handelte es sich laut Aussagen der Probanden bis jetzt immer um das Lieblingsspielzeug des Kindes. SCP-122-DE. SCP-122-DE ist eine weibliche Person, die schätzungsweise Anfang 20 ist. Mit einem Körpergewicht von 65 Kilogramm und einer Körpergröße von 1,82 Meter ist SCP-122-DE im normalen Bereich für ihr Alter. Es spricht fließend und hauptsächlich Deutsch, ist aber auch fähig in 5 weiteren Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch zu kommunizieren. SCP-122-DE-Fähigkeiten werden gegenwärtig noch erforscht. Momentan ist bekannt, dass SCP-122-DE spontan Personen in ihrem Umkreis in ein Gefühl der Glückseligkeit versetzen kann, was sich durch die erhöhte Ausschüttung von Glückshormone wie Endorphinen und Serotonin bemerkbar macht. Die Reichweite variiert je nach der Anzahl der betroffenen Personen. SCP-205-DE. Bei SCP-205-DE handelt es sich um ein paar dunkelbrauner Lederstiefel, welche große Ähnlichkeiten zu den Lederstiefeln der Marke aufweisen. Messungen zufolge besitzen beide Exemplare eine Größe von 42 nach europäischem Standard. An der Innenseite der Zunge von SCP-205-DE befindet sich ein Etikett mit der Aufschrift Ems Mirabilis, Tapferes Schneiderlein GmbH. Innerhalb von SCP-205-DE konnte Erde und eine Pflanze bisher unbekannter Art entdeckt werden. Die Erde weist keinerlei anomalen Eigenschaften auf. Allerdings konnte festgestellt werden, dass die Pflanze durchaus über einige anomale Eigenschaften verfügt, weswegen diese als SCP-205-DE1 katalogisiert wurde.
Innerhalb der Erde von SCP-205-DE und außerhalb dieser Erde konnte eine eigenständige Fauna entdeckt werden, welche hauptsächlich aus insektenartigen Kleintieren unbekannten Ursprungs besteht. Auch normale Insekten sind in dieser Fauna vorhanden. Allerdings repräsentieren sie die Fauna nur zu ca. 1%. SCP-369-DE SCP-369-DE-1 beschreibt ein französisches Tenorradio, dessen Baujahr auf 1935 geschätzt wird, mit den Massen 38,5 cm x 29 cm x 44 cm. Es besteht aus einem schlichten Kirschbaumholzgehäuse in einer Quaderform ohne eine Kathedrale. Auf dem Boden wurde eine Etikette mit der Aufschrift von Ember verbessert, Fernmechanics aufgeklebt. SCP-369-DE, die eigentliche Anomalie, ist ein 10 cm großes Wesen, das einem jungen Menschen gleicht. SCP-369-DE ist geschlechtslos und bezeichnet sich selbst als Cornelia Rundfunk. Das Objekt ist fähig, jede gehörte Stimme, nachdem es dieser für 5 bis 10 Minuten zugehört hat, perfekt nachzuahmen, wobei es die Redensart und Gewohnheit separat erlernen muss. SCP-369-DE bewohnt das Radio und scheint vollkommen unabhängig von der Außenwelt zu sein. SCP-336-DE SCP-336-DE beschreibt ein Medikament, dessen Zweck die Auslösung romantischer Gefühle gegenüber einem gewählten Ziel ist. 2 Formen dieser Droge sind bisher bekannt. Diese werden als SCP-336-DE A und B bezeichnet. SCP-255-DE unter der Kennung SCP-255-DE ist eine Lebensform aufgeführt, die scheinbar ein unbekanntes Maskottchen eines Themenparks darstellt. SCP-255-DE Unter der Kennung SCP-255-DE ist eine Lebensform aufgeführt, die scheinbar ein unbekanntes Maskottchen eines Themenparks darstellt. Nach den gesicherten Dokumenten von GUI-665-DE handelt es sich bei SCP-255-DE um den Prototyp eines autonomen und empfindungsfähigen Kostüms. Die Entität gleicht einer aufrechtgehenden anthropomorphen Ratte, die wie die realistische Darstellung einer Zeichentrickfigur aussieht. Genetische Tests zeigten, dass das Objekt tatsächlich Vertreter der Gattung Rattus ist. Sie trägt zu jeder Zeit einen Ganzkörper-Herrenbadeanzug, der typisch für das 19. und den Anfang des 20. Jahrhunderts war. Das Objekt besitzt Hände und Füße, die mehrheitlich denen von Menschen gleichen und behandschuht sind.